Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 komische Geräusche macht, ist das ein Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Oft sind es abgenutzte Teile oder blockierte Komponenten, die zu unerwünschten Geräuschen führen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu ernsthaften Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einige grundlegende Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell ein neues Ersatzteil, falls nötig. Um mit der Reparatur zu beginnen, schalte zuerst dein Gerät aus und trenne es vom Stromnetz. Öffne dann das Gehäuse des Dyson V10 vorsichtig mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, suche nach dem Motorblock, der oft die Ursache der Geräusche ist. Überprüfe, ob sich dort Staub oder Schmutz angesammelt hat, und reinige die Bereiche vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher. Wenn der Motorblock defekt ist, musst du ihn entfernen. Dazu trennst du die Kabelverbindungen vorsichtig ab, achte darauf, dass du die Kabel nicht beschädigst. Die Schrauben, die den Motorblock halten, sind in der Regel mit mittlerer Kraft angezogen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Motorblock entfernt hast, setze den neuen Motorblock ein und schraube ihn wieder fest. Achte darauf, die Kabelverbindungen wieder korrekt zu verbinden. Schließe das Gehäuse des Dyson V10 und überprüfe, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Zum Schluss teste dein Gerät, um sicherzustellen, dass die komischen Geräusche verschwunden sind und alles einwandfrei funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, solltest du deinen Dyson V10 regelmäßig reinigen und auf Anzeichen von Abnutzung achten. Halte die Filter sauber und wechsle sie bei Bedarf aus. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.